Moin, hört ihr mich? Könnt ihr mich gut hören? Dachte ich, gehe mal kurz live, mal nach langer Zeit. Einwandfrei, gut. Ja, Leute, wie geht's? Bevor hier gleich Fragen ohne Fragen, also wie geht's? Alles gut? Freeze habe ich noch nicht getestet. Was für Traubenzucker, Banane hier. Quatsch. Ne, Freeze habe ich noch nicht getestet. Ist er gut? Kennt ihn einer? Freeze? Moin alle zusammen. Wie geht euch? Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Geschrieben ja. Jo, Klinik ist auch am Start. Alle wieder da. Sommer. Oh, aber jetzt nicht. Jetzt geht es ja schon zum Herbst. Designer Sommer. Oh, da gibt es so viele. Du kannst immer noch sehr gut Night Flight, aber den gibt es ja nicht mehr. Von früher Night Flight ist gut. Ich habe das heute gar nicht im Kopf. Bin heute ein bisschen. Ich habe so viel Stress gehabt. Heute war so viel Arbeit. Dachte trotzdem, ich gehe mal live. Habe noch nie einen Duft gehabt. Also Leute, ich gehe hier mit Handy rein gerade, ne? Damit das alles schneller geht. Hier geht immer der scheiß Chat leider immer weg. Nur so schnell lesen. Betonung liegt auf nice. Genau, Rosenrot. Und wie ist der? 5 Davidoff Düfte ever. Oh, Zino Davidoff. 5 sind aber auch, also Cool Water. Zino. Ich habe, glaube ich, gar keine 5. Weil Davidoff ist schwierig. Ich finde Zino wirklich sehr, sehr gut. Ich wüsste auch gar nicht jetzt auf 1 Reihenfolge. Cool Water, die alte Version habe ich auch, die ist sehr gut. Der alte Davidoff Classic ist, na gut, den könnte man eigentlich auf 1 nehmen. Der grüne mit der grünen Flüssigkeit, mit dem grauen Deckel. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob Big Bird Business hat er das, ja, keine Ahnung. Also ich schaue den nicht. Ich habe den früher mal geschaut, aber ich habe da irgendwie wenig Zeit zu. Also wenn, soll das auf jeden Fall nicht nachgemacht sein. Und wenn, werde ich es in meiner zweiten Auflage ändern. Aber ich mache das nicht, wenn es ähnlich ist, mache ich das nicht. Oder wenn es gleich ist, am besten noch. Nee. Icon Layton oder Pegasus als ersten Nischenduft Layton. Für mich, sage ich jetzt persönlich. Was war dann noch die Frage? Santa Royal. Ja, ist gut. Cool Water Intense ist gut. Also dafür, dass es Cool Water ist, aber hat nichts mit den alten Cool Water zu tun. Finde ich persönlich.
Ist sehr süß, aber hält sehr lange. Sehr, sehr gut. Ein Daumen nach oben. Danke für denjenigen, der das gemacht hat. Ja, Leute, was tragt ihr denn so? Schreibt mal. Was ist euer Cent auf the Day? Enkel Noah, ich mache den Sport nur. Kemal. Nur den Sport. Den finde ich gut. Die anderen bin ich nicht so. Ich hatte die, aber ist nicht so besonders. Nein, nur den Relax von Eclat. Ich weiß aber, dass da einige, und Eclat ist eine sehr gute Firma, die sehr gut, das weiß ich von einem Bekannten, allerdings haben sie ihre Düfte reformuliert, habe ich gehört. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das habe ich vom Bekannten gehört und sind auch teurer geworden. Und wenn man dann fast 36 € bezahlt für einen Dupe, 50 ml, glaube ich, weiß ich nicht. Heiko, wie lange hält Prada Luna Rossa Sport? Bei mir 6, 7 Stunden, aber ich habe den, wo ich ihn nicht mehr wahrgenommen habe, ein anderer ihn wahrgenommen nach 10 Stunden noch. Jedenfalls die Version, die ich da noch habe. Ich weiß ja nicht, ob das alles immer neu gemacht wird. Allure am Sport extrem, Aaron, sehr gut. Herold auch gut. Allerdings kenne ich da bessere. Mancera, Red Tobacco ist besser. Band Intense, natürlich, geiler Duft. Soll auch reformuliert worden sein, keine Ahnung. Ich habe die alte Version, die hält ja ewig und wirklich sehr, sehr gut. Für den Preis 20 €, der riecht fast für mich persönlich wie ein Nischenduft. Sehr gut. Ein Bagger Rouge 540 € Parfüm für einen 18-Jährigen. Nee, nicht weg. Nee, nee, sag ich mal nein. Nee, nee, nee. Irgendwie nicht. Für Ältere eher. Also das heißt Ältere. Ne? Raphael, hallo, moin. 18, finde ich, also ich persönlich finde das zu früh. Ich muss unbedingt Haare schneiden. Kommt noch nicht mal dazu. Ich muss mal die Kamera hier irgendwie. Lagerfeld Classic für Arbeit im Museum. Lagerfeld Classic ist Bombe. Sehr, sehr gut. Passt in ein Museum. Der Duft ist absolut gut. Habe ich. Wasti, moin. Also Lagerfeld Classic ist wirklich, also immer noch gut. Hält ewig. Was ist deine Meinung zu Hugo Boss Man, das Original? Heiko, ist das jetzt, Moment mal. Das ist der zweite, glaube ich, ne, der rausgekommen ist von Hugo Boss. Ist das der oder? Also der ältere, ne? Ich frage jetzt nur, weil ich Hugo Boss hat da einen, die heißen immer ähnlich, finde ich. Hugo Boss. Also wenn das der alte ist, der animalische, finde ich ihn gut. Den habe ich auch. Wenn das der zweite ist, nicht der grüne, ne? Von früher. Aaron, okay. Nischendüfte, einen 18-Jährigen. Ja, du kannst Layton, finde ich, kannst du den nehmen. Ja, genau. Also warte mal, Heiko, ich gebe dir gleich eine Antwort. Layton, ja, Layton ist wirklich gut für einen Nischenduft, für einen 18-Jährigen, weil er eben süß ist, Apfel, süß. Ja, nehmen wir Layton, per 15 Mali. Ja, der von 95, der ist sehr gut. Animalisch kommt gut. Haltbarkeit ist sehr gut, aber glaube ich nicht mal so wie früher. Meinung zu Tom Ford Ombre Leather. Mache ich nicht so, ich bin eher Tuscan Leather Fan. Tuscan Leather ist für mich um einiges besser. Dann haben wir Meinung zu Tom Ford FF, sage ich lieber. Ich weiß nicht, wie YouTube das hier wieder nachher bearbeitet. Ihr wisst ja, den Fabulous, F-Fabulous finde ich sehr, sehr gut. Habe ich, bleibt immer in meiner Sammlung. Genialer Duft. Die Mandel mit den Leder kommt richtig gut.
Also hat Stil. David, trägst du David Mess? Nein, achso, warte mal. Das rutscht hier immer, das nervt mich hier. Ja, der Terry Hermes ist nicht so. Ich habe da den, ich weiß nur nicht mehr, ich habe den so lange nicht getragen. Ich bin der Meinung, ich habe das Parfüm, Eau de Parfüm. Der ist gut, der ist gut. Ich habe auch den nachgemachten von Razzasi, glaube ich. Der ist ja genauso stark, nur kostet weit weniger. Fast identisch. Wenn das der ist jetzt. Best Road to Exhaust klingt besser Duft und immer, das rutscht hier immer weg. YouTube, Mann. Mugler Cologne. Ja, Mugler Cologne ist geil. Im Auto, ja, das passt. Nicht aufdringlich, gar nicht. Der von P. Diddy ist, ja, ich mache den nicht so gern, auch nicht von Creed. Gucci-Düfte, ja, nee, da bin ich nicht so drin. Ich habe nur diesen ganz beliebten, wie heißt er? Guck mal, ich kann auch nicht alles aus dem Stegreif schnell. Mit E fängt er an. EY, glaube ich. Meine Fresse. Helft mir mal, ihr seid gut. Komm. En Mann, wie heißt der Gucci? Envy, glaube ich. Den habe ich. Genau, Envy. Road to Excel. Ja, das ist natürlich das ist was anderes, aber sonst bin ich nicht so auf die ja, Gucci-Linie. Wie findest du Armani? Den kenne ich gar nicht, wer das der ist. Eros Eau de Parfüm habe ich noch nicht getestet. Soll aber nicht so gut sein wie das Original. Only the Brave von Diesel muss man für mich nicht haben. Rampage, hast den Mercedes Club Black schön teuer gemacht, seit dem Video von 30 auf 55. Ich mache die Preise nicht, mein Freund. Ich mache die nicht. Wenn es danach geht, ne, ich kriege die nur und dann verlinke ich sie. Und diese Bad Intense ist, glaube ich, gar nicht schlecht, aber so nicht mein Fall. Flaconess ist hier. Hi, na, wie geht's dir? Flaconess hier in Haus, Leute. Macht auch Duftvideos. Border Jaw du meinst von Dior. Der ist nicht für Ältere, der ist aber genial. Aber das ist so ein Duft, den man von Anfang an, den muss man mögen. Also ich mochte ihn nicht. Von Anfang habe ich gesagt, warum machen die alle so ein Gewieß über diesen Duft? Aber wenn du ihn 4, 5 Mal getragen hast, ich habe 125 ml jetzt, ist schon ein sehr guter Duft. Glaubst du, dass sich bei Creed sich was verändert durch den Verkauf? Ich hoffe mal, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber ich hoffe es, sagen wir mal so. Ich meine, wenn die schlau sind, dann kriegen sie das mit und dann sollten sie was ändern. Rampage, okay. Chinese Manager, moin Dog. Der ist mich fast Verdacht, heute duftfreier. Jetzt geht das schon wieder weg hier. Duftfreier Tag. Rote Aktionsknöpfe. Welcher wird dein nächster Search auf? Ja, das ist der gelbe. Das ist so eine gelbe, ich komme nicht auf den Namen. Ein gelber Flakon mit so einem blauen Logo drauf. Der heißt keine Ahnung, komme ich gerade nicht drauf. Ja, ich hoffe auch, dass sie da länger halten, aber ich muss ehrlich sagen, sie müssen auch mit den Preisen einiges ändern. Ich bin der Meinung, natürlich haben die einen Stellenwert, weil jeder Star sie trägt. Also wirklich, fast jeder Star hat Creed zu Hause. Denen ist das auch denn egal in Hollywood, wie lange die halten. Die kaufen da 20 Stück von wahrscheinlich und dann, ne?
Aber ich bin der Meinung, da muss sich einiges ändern. Also auch was die Haltbarkeit, Silage und vor allen Dingen den Preis angeht. Portfolio Royal Stallion El Haramain Rüdiger ist den habe ich. Ich arbeite ja mit denen zusammen mit El Haramain. Sehr, sehr guter Pegasus-Zwilling und fast, nee, was heißt fast, er ist eigentlich ein richtiger Zwilling, fast zu 100 oder 99,9%. Es gibt fast keinen Unterschied da. Ich weiß das. Der ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und hält, glaube ich, sogar länger. Tobacco Oud ist ja jetzt leider von Markt genommen worden. Ich finde das sehr ätzend, ehrlich gesagt. Ein sehr, sehr guter Duft. Wenn man einen richtigen männlichen Tabakduft haben möchte, dann auf jeden Fall ist er auf jeden Fall immer ganz oben. Sehr, sehr gut. Allerdings wurde er vom Markt genommen. Genauso wie Plum Japanese und genauso wie Manuel Oud oder Oud Manuel, besser gesagt. Habe ich alle noch ein Glück, aber die wurden alle jetzt rausgenommen. Warum auch immer, auch Tom Ford, glaube ich, habe ich das Gefühl, geht langsam nur noch in das Süße, irgendwie bla bla bla. Ich finde das schrecklich, aber gut. Ich hoffe, das ändert sich alles mal. So, Flaconess, Casomarat, die deutsche Amalfi vielleicht. Genau, ich glaube, das ist der. Der wird eventuell dann mein nächster werden. Deutsche Amalfi, genau. Ich habe den als Probe, der ist wirklich nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Den Aqua Zucchero kenne ich nicht. Ich kenne nur den Sänger. Der hat ja ähnlich, glaube ich, gleich geschrieben oder ähnlich, ne? Oder? Nee, nee, kenne ich nicht. Mois, Yves Saint Laurent, Lano Delon oder Deutsche Gabbana Savon. Das ist aber schwierig. Beide bitte. Beide. Wirklich beide. Also, Moment, bevor hier auseinanderfällt. Hier. Scent of the Day. Also ich trage den heute. Das ist wirklich top. 200 ml, 100 ml habe ich von denen, das ist hier die 200er. Also den sollte man auf jeden Fall haben. Und jetzt egal, Haltbarkeit und so weiter und so fort, der ist auf jeden Fall sehr gut trotzdem. Den muss man einfach haben. Und wenn ihr nur zu Hause seid mit der Frau, Freundin, Geliebten etc., dann ist der auf jeden Fall sehr gut. Tobacco Mineral hast du auch, oder? Muss man den haben? Ich finde ja, sehr geiler Duft. Wenn du daran riechst, hast du fast so, als wenn du an der Ostsee stehst. Hört sich schrecklich an, aber du hast so, du riechst richtig das Salz, hast du auf der Zunge. Nicht hier so wie der harte von Ordo Parisi hier. Ähm, genau. Komme ich jetzt nicht drauf, wie der heißt? Habe ich ja auch. So nicht, aber der riecht richtig, der hast du richtig dieses salzige. Ach, Shandy, die kommt nicht mehr. Was für Düfte würdest du mir für die Arbeit empfehlen? Das ist die Frage, was arbeitest du? Musst du mir denn sagen? Ach, Philipp, da müsste ich jetzt wieder. Ich kenne First Instinct Blue kenne ich nicht. Ich kenne nur den First Instinct, den normalen, glaube ich. Da heißt der auch, glaube ich, so. Ich bin jetzt kein, ja, egal. Bin kein Fan von der. Es kommt jetzt Shindy, ja, glaube ich, haben gerade gesagt. Bin kein Fan von der Marke da. Seid ihr noch da? Seht ihr mich? Jetzt einmal, hier ist gerade irgendwas bei YouTube abgestürzt. Jetzt wäre es schön. Hier sind noch 45, werden angezeigt. Seht ihr mich alle noch? Also manchmal werde ich hier wahnsinnig. Ich verstehe nicht, warum YouTube, Mann, bricht das hier einfach ab. Das Problem ist, normalerweise stürzt komplett der ganze Stream ab. Das ist ja anscheinend nicht hier der Fall. Ein Glück. Jetzt weiß ich nicht, es ist alles weg. Also ihr müsst das neu fragen. Ah, sowas hasse ich ja, ne? Das ist nicht mein Ding. Museum, ja, wie gesagt, da ist der Classic von Lagerfeld gut. Passt, ist geil. Zara dürfte
Also nur dieser Black, wie heißt er, den ich da neu hatte, der nach Tabacco Vanille riecht, ist wirklich sehr, sehr gut, aber der ist irgendwie ausverkauft. Warm Black. Valentino Uomo Max ist guter Duft, das Intense finde ich aber am besten, aber soll ja nicht mehr so sein wie die Erstauflage. Ja, nochmal moin, so ein Schwachsinn hier. Das verstehe ich nicht. Äh, Der Whiter ist ein sehr guter Duft von Sauvage, ja. Jonas, morgen kommt das Video von den neuen Zarauf-Düften. Da ist dann alles, also von denen hier kann ich ja trotzdem zeigen, aber morgen 13 Uhr, Leute, stelle ich diese beiden Düfte vor. Als erster Eindruck, also ich habe das aufgenommen, ich hatte die vorher noch nicht gerochen, nur für Instagram Fotos gemacht. Ja, wird auf jeden Fall morgen 13 Uhr. Nein, also Lanuit Enorm kannst du auch im Sommer inzwischen tragen, ja. Also da muss ich aus dem Stegreif bin ich da nicht so gut drin. Das ist eins, das sage ich auch wirklich mit Frauendüften. Ich müsste das, ich kann Videos machen. Ich habe auch schon Frauenvideos für Düfte gemacht, aber die sind nicht so beliebt. Also guckt, ja, muss ich trotzdem wird demnächst was kommen. Für eine 18-Jährige kann ich jetzt aus dem Stegreif aber nicht sagen. Ja, höchstens der hier, wie heißt der süße Juicy da, das übliche Ding da. Das könnte für eine 18-Jährige gehen. Kirke oder Ebra pur, oh, kann ich den nicht sagen, weil ich den Kirky immer noch nicht kenne. Aber dass der auf jeden Fall, ich glaube, den Erba würde ich vorziehen, glaube ich, ja. Wenn der andere soll ja sehr süß, also ja, schwer zu sagen, weil ich den anderen nicht kenne. Nein, ich habe wie gesagt nicht nur Herrendüfte auf dem Schirm, aber also zu wirklich 90%, ja, 95%. Mein Merch, ja, das muss ich mal sehen, wie ich das mache. Eventuell werde ich durch meinen Pullover, mein Hoodie, den ich habe, hier die Betonung liegt auf nice, oder vielleicht auch das hier einfach mal, keine Ahnung, limitiert irgendwas rausbringen, 10 Stück, weil ein Shop zu machen kostet viel Geld. Es muss einfach, dafür muss, das hört sich jetzt blöd an, aber dafür muss man mehr Follower haben. Ich mache das dann wirklich nur als limitierte Sachen und so weiter und so fort. Ich muss das alles mal durch den Kopf gehen lassen, weil so, das T-Shirt ist jetzt fertig, der Hoodie ist jetzt fertig, meine Masken sind fertig. Ja, gucken wir mal. Vielleicht werden die Masken eher als erstes, was ja Sinn macht. Mal gucken. Hat aber noch keiner was für gesagt. Die meisten sagen nur zum T-Shirt was und nicht zu den Masken. Ich habe die ja nur einmal bei den letzten, vorletzten, oder wann war das? Vor ein paar Tagen, wo ich die getragen habe. Warm Black ist Hammer. Wie gesagt, 10 € top. Hast du einen Hassduft? Ja, wie heißt der? Gold 24, aber es ist nicht wirklich Hass. Ich kann nur, ist das Gold 24? Ja, 24 Gold in der Serie da. Da ist irgendwas drin, da wird mir immer ein bisschen schlecht. Ist nicht so mein Fall. Dann gibt es noch einen von Gucci, den grünen, der ist neu. Also vielleicht muss ich den noch normal testen, aber den mochte ich überhaupt nicht. Und da habe ich auch da ein Video zugemacht, gesagt, was macht Gucci da für einen Duft? Schrecklich. Meinung zu Ibrahimovic Parfüm habe ich noch nicht getestet. Wollte ich immer, habe ich nie gemacht. Keine Ahnung. Denk mal, wird ähnlich sein wie viele, ne? Habe überlegt, Cool Water zu kaufen, speziellen Flanke, aber der normale ist halt Classic. Ja, Aquaman kann ich dir empfehlen und Intense, wenn du wirklich einen Flanke haben möchtest. Marco, nein, den Eros, heute habe ich noch. Achso, warte mal. Ist das wieder weggerutscht hier? Nein, den habe ich noch nicht getestet. Moritz, Wood Neroli oder Artisan Pur? Artisan Pur.
Obwohl Vote Neroli gut ist. Zelle, kein Problem. Komm, ich werde das machen. Ich werde das noch, ich vergesse das immer nur, weil, ja, Viva la Juicy, ja, den meine ich. Den könnte man für eine 18-Jährige nehmen. Das ist süß. David, wie findest du CR7, das rote? Gut, soweit. Wollte ich eigentlich mal wiederholen, hatte ich verkauft. Ich hole mir das aber wieder. Mich würde allerdings das Neue interessieren, aber irgendwie findet man das nicht wirklich. Und den gibt es auch nur 30 ml. Ich finde das ätzend, weil ich die anderen in 100 habe. Deswegen muss ich erstmal gucken. Aber das Rote ist soweit gut. Wenn man nicht viel Geld ausgeben will, kommt das wirklich gut. Geht auch so ein bisschen aber nur ein bisschen, Leute, in diese Richtung von Job. Ja, auf jeden Fall. Danke nochmal für den Job Eistipp Mega Sauber. Der ist gut, ne? Ja, ich finde auch. Irgendwie, ich habe den nicht, ich habe den immer noch nicht geholt, aber ich hatte ihn ja als Probe und wirklich gut. Guten Abend, Heinz. Jeremy No Limit. Deine Meinung zu Bruno Banani? Bin ich nicht so ein Fan von, kenne ich auch keine, ehrlich gesagt. Ich teste ja vieles jetzt aus für euch und so weiter. Bruno Banani war jetzt noch nicht dabei, was diese Drogeriedüfte angeht. Kennst du den Duft Swiss Arabian Abad? Ja, ich glaube, den habe ich sogar. Den habe ich aber nie oder einmal nur getragen. Ist ein sehr holziger Duft, glaube ich. Starker holziger Duft, kann man aber kaufen. Ist gut. Soweit ich das im Kopf habe, ist der gut. Bruce Wayne. Lana de L'Homme, Eau de Toilette oder Parfüm? Nein, das hier. Einfach das Eau de Toilette und dann ist gut. Sage ich immer wieder, höchstens noch das Intense, ne, Leute? Oder das Ultim. Also das würde gehen. Hier geht das immer so, das nervt. Naja, gut. Muss man erstmal mal gucken, ob man das auch irgendwann anders über Handy machen kann. Ja, Rosenrot ist top. Riecht nicht nach Drogerie. Nee, finde ich persönlich auch nicht. Eher nach teuren Nischen. Der ist wirklich brutale Hyperkeit. Also wirklich, ich hatte den 16 Stunden drauf. Das ist Wahnsinn. Der ist so wirklich gut. Und ich kann sagen, naja, ich kann auch nicht so viel sagen, aber ich kann sagen, er wird in ja, 21 für Rammstein-Fans, ja, könnte gut werden. Oder kann man sich freuen. So. Das ist gut, Heinz, endlich mal. Ne? Das war ja sonst immer irgendwie nicht immer so eng. Das kann natürlich sein, im Moment, ich weiß nicht, ob er immer rausgeschmissen wird hier. Ich hoffe nicht, dass nochmal kommt. Okay, mal. Bei mir hält er wirklich nicht lange, der Enkel nur. Ich finde den Sport einfach besser. Da ist als dieser WTW drin oder das WTW, der kommt einfach besser. Und der hält dann so seine 6 Stunden. Ich finde, die halten allgemein nicht so viel. Bei mir auf jeden Fall. Und bei mir halten Düfte lang. Ähm, Viele sagen, der Original hält so lang. Also ich finde das nicht. Zelle, was meinst du auch im Parfümbereich? Hatte ich oben was verpasst? Das ist ein bisschen schwierig hier mit dem Laptop ist das besser, aber mit Handy ist es einfach schneller und ja. Ja, Zara-Düfte. Also ich kenne jetzt nicht viele, aber der Warm Black, den ich euch vorgestellt habe, falls du das Video gesehen hast, ist wirklich sehr, sehr gut. Ein sehr guter äh, Tabak-Vanille-Zwilling. Also so 70% sehr gut. Nein, den Tommy Hilfiger kenne ich nicht. Also kann sein, dass. Nee, ich glaube nicht. White Dill, okay, dann kannst du was für Kirky sagen. Nein, kann ich nicht. Ich sagte eben schon, den habe ich immer noch nicht getestet. Servus Dog. Moin. Alles gut. Aquaman Intense ist mega, klar. Das ist also wirklich gut geworden. Mont Blanc dürfte, ja, den Individual kann ich immer noch empfehlen.
Und dann ist da noch einer, da komme ich leider noch nicht auf den Namen, da habe ich gestern erst mit einem Kumpel drüber gesprochen, der ist auch vom Markt genommen worden. Mit einem schwarzen Deckel. Das hilft nicht viel. Ja, die beiden auf jeden Fall. Also individuell auf jeden Fall, weil der riecht so schön nach Original Santala von Creed und nicht nach Job, wie viele immer sagen. Louis, nein, habe ich noch nicht getestet. Ich bin im Moment so ein bisschen weniger mit Tom Ford, weil ich das alles, ich weiß nicht, was da, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich glaube, für den Preis würde ich mir den jetzt nicht kaufen. Wann kommt mein Parfüm? Erstmal gar nicht. Lass die anderen, lass alle, nee, also dieses, alle machen Parfüms auf einmal. Und davon abgesehen, naja, das ist eine andere Geschichte. Mit den ganzen Düften, ob die nun wirklich alle gut werden oder sind, ich weiß nicht. Das sind einfach andere Düfte, sage ich immer. Es sind einfach andere Düfte. Oud Apple von Andreas, den kenne ich nicht. Geht der Aquaman von Cool Water in die Originalrichtung von Cool Water? Was die aktuelle Version angeht, ähnlich, nur irgendwie noch weit frischer und einfach zitrischer noch. Also einiges zitrischer, weil der Aquaman ist schon ziemlich, ja, wie das schon sagt, ne, frisch, sehr frisch, finde ich also. Beste Jean-Paul Gaultier Le Male Alternative. Meinst du als Dupe jetzt? Die hatte ich ja die letztens alle, also, ja, was heißt Alternative? Also es ist Kuba Gold. Kuba Gold, aber Kuba Gold ist das Original. Le Male ist nicht das Original. Guck mal, nice surprise. Ich finde den, also ich bin eher nicht so Gucci. Also Dolce Gabbana ist nicht schlecht. Bei Man, das ist ja der alte, den glaube ich, den gibt es ja nicht mehr. Das ist so lange her, wo ich den gerochen habe. Ich glaube, der war aber gut. Aber Dolce Gabbana, The One finde ich wirklich top. Hält zwar nicht so stark oder so lange, aber ist richtig gut. Also ich mag den sehr. Und Frauen fliegen auf den, ne? Orangenduft. Da gab es einen, aber den gibt es, ja, das bringt ja nichts. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Doch von Max gibt es einen, aber der riecht wirklich heftig. Kennst du das Orangeneis mit der weißen Füllung drin? Der letzte aktuelle Max Fresh heißt der, glaube ich. Ist jetzt Max, ne? Egal. Der hält erstmal wirklich 7, 8 Stunden und der riecht wirklich so nach diesen, wie heißt das Eis ja, von früher? Und da ist auch die Orange eben extrem. Also ich finde ihn sehr, sehr gut. Habe ich auch hier. Sergio, die von Karl Lagerfeld wollte ich immer kaufen. Einfach so, habe ich nie gemacht. Werde ich vielleicht nochmal. Also für Leute, die immer denken, warum ich hier reingreife, es kommt, weil ich das mit Handy mache und dieser Chat ständig weggeblendet wird. Warum auch immer. Jojo Bernie, Tipp, wo ich am besten Search of Nexus herbekomme. Oh, also ich habe ihn jetzt lass mich lügen, aus Liebe zum Duft oder Beauty Konzept habe ich ihn gekauft. Ja. Musst du bei Beauty-Konzept mal kommen. Beauty-Konzept kann ich nur einen Daumen nach oben geben. Das sind zwei Herrschaften, die das da machen, beziehungsweise Frau und Mann. Und die machen das wirklich sehr, 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 sehr gut. Hatte ich noch nie Probleme mit, geben sogar gute Proben mit. Und nicht gerade, ne, da gibt es Nischendüfte und die geben wirklich, also da liegt die Betonung auf nice. Ja, Prost, danke, bitte, bitte. Wie findest du Jeremy Fragrance? Das wird zu lange, das Thema, ehrlich gesagt. Moin, Freunde der Sonne. Wotan ist auch da.
Under the Lemon Tree Mode habe ich auch noch nicht getestet oder kenne ich nicht. Manche sagen gut, manche sagen, muss man nicht haben. Alles gut. Was geht, Chef? Alles gut. Top. Selber. Josef, meine zu Baccarat Rouge 540. Top. Geiler Duft. Ihr kennt ja, wenn du mein Video guckst, sage ich ja mal den Spruch. Ja gut, egal, muss ja ich. Also sehr guter Duft. Also ich finde das Eau de Parfüm besser als das extrakte Parfüm. Persönlich, ich finde es besser. Hält auch länger ein bisschen. Und du musst also den Zusatz, diese 100 € oder 120 € mehr, muss man nicht unbedingt bezahlen. Meine Meinung. Ja, Roja Midnight Summer Night Dream ist gut. Ein guter Duft. So lasse ich das stehen. Teuer, aber ein guter Duft. Es gibt für mich bei Rosa diese arabische Linie. Ich habe alle Abfüllungen oder 6 Abfüllungen pro, wie auch immer, ein bisschen mehr von diesen 6 arabischen Düften, kann ich jetzt natürlich den Namen so nicht sagen, die gefallen mir eigentlich fast am besten mit. Und natürlich Vetiver, aber dann nur das Parfüm. Und der beste ist Enigma. Enigma ist einfach als Parfüm wirklich genial. Montal oder Mancera, ja, Max, dadurch, dass es Brüder sind sie sich ziemlich ähnlich. Schwer zu sagen. Ich kenne nicht so viele Mancera. Ich kenne nur den Wet Tabaco, der ist sehr gut. Aber sonst Montal müsste ich jetzt sagen, weil ich von Montal mehr Düfte kenne und habe. Okay, Mancera, ja, habe ich auch schon gehört, dass er ein Zwilling von Aventus ist. Denke ich, werde ich aber nicht testen, weil ich einfach nicht mehr an diese Aventus DNA rankomme. Das ist langsam too much. Das ist einfach zu viel. Bruder, wann kommt La Weave? La Weave, ja, Krebs, den habe ich, glaube keine Ahnung. Welcher ist das? Bin da ja jetzt nicht so bei La Weave nicht drin. Also ich gehe ja gucken und dann nehme ich welche mit. Erstmal wird der rote, glaube ich. Nee, das ist Quatsch, was ich erzähle. La Weave bin ich soweit, glaube ich, durch. Ich müsste den blauen, den sollte ich ja nochmal testen. Wie heißt der blaue? Der soll ja eh nicht riechen wie der Paco Rabanne, irgendeiner da. Philipp Plein habe ich noch nicht getestet, werde ich auch wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Philipp Plein-Fan. Ich meine, manche mögen den, manche nicht. Ich meine, wenn ich ihn so mal bekomme, mal gucken, werde ich ihn mal riechen. Aber vielen Dank, Wotan. Das freut mich. Jonas, nein, habe ich nicht. Nee. Also den Jojo kenne ich nicht. Müsste ich jetzt lügen. Nee, nee, kenne ich nicht. Kann ich dir also nicht sagen. Falcones, da ist es wieder. Meine Frage, Falcones, bist du da locker reingekommen wieder? Also ist jetzt nicht groß abgebrochen, ne? Hier der Scream, dadurch, dass das kurz mal weg war. 4711 Remix Edition 2018, Orangenduft Orange. Ja, guck mal. Ja, genau, der Atelier Cologne soll ja auch sehr, sehr gut nach Orange, aber ich kenne die beiden nicht. Ich kenne die beiden nicht. Oh, was trinken ihr, Leute? Wie viel würdest du für Ultracells zahlen, wenn du ihn nicht hättest? 80 €? 70, 80 €, wenn er neu ist. Servus, was hältst du von Aniak? Den kenne ich nicht. Ich habe von denen nicht so viel. Ich glaube auch nur, habe ich überhaupt einen? Doch einen, ich glaube nur das erste, der typische. Abend. Hat sich der Verdacht bestätigt mit den unterschiedlichen Male Parfüm? Ja, also zu dem Thema, wie gesagt, ich werde die nochmal anschreien, da bin ich noch nicht zugekommen, ist ja auch erst gestern rausgekommen.
Also ich bin ja nur drauf gekommen, weil das ein Abonnent, ein Fan gesagt hat, wie auch immer. Und viele haben gesagt, die die spanische Version hatten, die hält weniger. So, dass da einer in Spanien oder dass sie auch in Spanien produzieren, ist auch in Ordnung. Das spricht auch, da habe ich auch nichts gegen gesagt. Aber ich finde es, wenn es dann wirklich so ist, und ich glaube euch ja, dann finde ich das schon pervers, dass die verschiedene Haltbarkeiten haben. Also das geht eigentlich nicht. Und ich werde das auch so mal anschreiben. Ob ich eine Antwort kriege, das werden wir sehen. Aber das geht eigentlich nicht. Also sie können meinetwegen in 100 Ländern 1000 Versionen machen und herstellen, aber die Haltbarkeit und alles sollte gleich sein. Also für die Spanier zum Beispiel oder die ersten, die das kriegen oder was auch immer, die dann nur 5 Stunden davon was haben und die anderen 11 Stunden, das ist schon ziemlich hart, oder nicht? Ganz ehrlich. Artisan Pur von John Varvatos finde ich gut. Vierrad. Ist gut. Guter Sommerduft. Jonas, achso, da geht es immer noch um das Orange, da bin ich nicht so, habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich finde, dass der Amorage Sunshine, das ist für mich einer meiner Lieblingsdüfte. Findest du wirklich, dass das ein guter, also Orange ist da, aber da geht es aber mehr, ja, also ich habe noch die erste Auflage übrigens, da ist auch so ein Thema, ne? Die Flüssigkeit ist ja grün oder orange. Meine ist noch orange, ich habe die allererste von Sunshine Man. Da kann man mal sehen, wie sich das alles ändert. Echt Kacke. Mein teuerstes Parfüm. Oh, muss ich nebenbei jetzt überlegen gerade. Ja, gut. Nee. Na Gott, eigentlich doch, der Zahnscheinmännchen. Ich habe dir das Problem, ich habe hier in Hamburg am Neuen Walding gekauft und da war, bevor gerade rausgekommen, da habe ich, glaube ich, 380 oder 400 € für den abgelöhnt. Inzwischen kriegst du ihn für 150. Also, ne? Aber wie gesagt, ich habe eigentlich die erste Auflage, die hält wirklich ewig und ist sehr, 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 sehr stark. Das Eau de Parfüm übrigens, The One Painless Schattenwelt kenne ich nicht. Habe ich immer noch nicht. Das ist vor Corona passiert. Und dadurch, dass das wirklich nicht so gut abgeschnitten hat und alle sagen, nee, braucht man nicht, habe ich das nie bis dato getestet. Na, Reef Creek, ja, werde ich machen, wenn ich es habe. Ne? Wenn es Bulgari Man in Black fand ich nicht so gut. Habe ich nicht behalten. Ist nicht so mein Duft gewesen. Gibt es den Comfort Tobacco Oud Dupe? Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich bin kein Spezialist, was Dupes angeht. Deswegen kann ich das leider nicht sagen. Nein, ich war noch nicht in der Türkei. Deswegen kann ich das nicht sagen. Aber viele, auch türkische, du weißt ja, wenn du beim Friseur bist, nehmen ja immer, wenn du das heiße Tuch auf dem Kopf hast danach und die dich rasiert haben, immer 4711. Das riecht ja ähnlich wie 4711, das, was da rauskommt. Raufkommt. Ich weiß nicht den Namen, aber ähnlich. Man könnte auch das, ehrlich gesagt, auch sagen, ja, ich war, wie gesagt, aber noch nicht in der Türkei. Nur Beton, Ombre Nomade kenne ich nicht. Habe ich aber nur gehört, dass der nicht gut sein soll. Also ich kann das natürlich nur von denen sagen, die ihn nicht gut finden. Es gibt bestimmt Leute, die den gut finden. Ich habe gelesen, manche finden ihn gut, manche nicht. Bester Searcher meiner. Also, Searcher finde ich auf jeden Fall. Nexus ist wirklich ein Killer für mich, wirklich. Dann Golden Dala, der neue, ist sehr geil, sehr, sehr geil. Nio ist gut. Und dann dieser Alexandria 3 ist das, glaube ich. Ich verwechsel das immer mit den zwei, aber ich glaube 3 ist das. Aber ich möchte jetzt nicht Falsches sagen. Ist sehr gut. Aber die haben allgemein sehr, sehr geile Düfte. Mehr ist da. Grüße nach Ludwigsburg. Vielen Dank, das freut mich. Zelle, nein, ich mache nichts im Parfümbereich. Das ist nur Hobby. Seitdem ich
sage ich mal, meinen ersten Duft hatte mit 13, 12 und seitdem mache ich das. Alternativ zu Tom Ford Oud Wood, das ist der, wenn du eh nicht haben möchtest, wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, ist das der Versace Noir, ich weiß nicht, wie der heißt, der riecht sehr identisch, sehr gut. Der Adler, Servus. Guck mal nochmal, Artisan Pur ist ja richtig hier in Frage. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut, aber für den Sommer eben, ne? Heinz, ja, der ist eingestellt, der Individual. Aber das ist immer so ein Hin und Her. Mal ja, mal nein. Das ist wie mit Zino Davidoff. Der ist hier nämlich jetzt nicht eingestellt, aber vielleicht ist er ja morgen wieder eingestellt. Ich glaube, die wollen immer Geld machen. Keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen, ja. Die Arztpraxis mit Rasase Zebra, bitte. Okay. Ja, den hatte ich auch mal. Ist ja auch wieder ein Aventus-Zwilling, ne? Bisschen stärker, glaube ich, oder? Inzwischen ist ja viel stärker als das Original. Ach ja, Black Creek, genau, La Reef. Ja, ich werde den Creek, ich werde das jetzt in Kopf behalten und dann Flaconess, alles gut. Ja, Flaconess, für die Leute, die auch Damendüfte hier Celle, Damendüfte sehen möchten, kann ich Flaconess auf jeden Fall ans Herz legen. Die macht das auch. Also schau da mal vorbei. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Habe ich ja auch verlinkt auf Instagram gestern, glaube ich. Das Hasi ist auch reformuliert, Zebra. Nee, Rumen, ich habe keine Terenzi-Favoriten. Ehrlich gesagt, ich kenne nicht so viele und ich kenne auch nur den, der nach Aventus riecht, nur mit Oud. Wie heißt der? Orion. Der war gut, aber irgendwie dann doch nervig. Aber trotzdem, nochmal für die Leute, weil ich denen ja gesagt habe, Leute, kauft den. Es ist ein für mich immer noch trotzdem ein sehr perfekter und besserer Aventus mit den Oud. Aber für mich ist das, wie soll ich das sagen, ist das nichts mehr so gewesen. Aber er ist, es gibt ja nun mal richtige Aventus-Fans. Und wenn ihr den wenn ihr den Ut dazu haben wollt, ist der gut. Perfekt. Hasan, den kenne ich nicht. Englisch lesen von Nadia Nein. 2000 hat Zebra ist Schatten seiner selbst, ja. Kann ich nicht sagen. Also, ich hatte meinen von 18, 17, glaube ich, ja. Ja, ist natürlich wieder, ja, die verstehe ich nicht. Genau, da ist Orangenbrandy drin. Aber ich finde nicht, dass er so wirklich nach Orange, da gibt es wirklich andere, das meine ich damit. Der Duft ist geil, Orangenbrandy, klar. Ne, das nimmt man schon wahr. Jojo, vielen Dank. Nicht dafür. Roger, Jojo, oh ja, nicht. Nee, nicht aus dem Stegreif. Der kann ich dir nicht aus dem. Das ist so eine Sparte schwierig, schwierig. Da kann ich nicht wirklich so. Ähm, Mein Kumpel könnte das jetzt. Der mag sowas sehr. Aber das kann ich dir im Moment so aus dem Stegreif nicht sagen. Welche Parfüm findest du das Beste für 15 Euro? Zino Davidoff. Zino Davidoff kostet nicht nur noch 15 Euro. Dafür ist es top, wenn man auf alte Düfte steht. Job Om immer noch. Ich bin ein sehr, sehr großer Job Om-Fan. So. Es mag sein, dass manche sagen, der geht nicht mehr. Es mag sein, dass das viele vorstellen, die meinen 2020 ist der nicht mehr in. Schön für die. Ich finde den immer noch. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mit denen groß geworden bin, wo ich 12 Jahre alt war. Keine Ahnung. Der Duft ist, ja, das ist einfach geil. Einfach geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da werde ich demnächst übrigens mal ein Video zu machen, nicht weil ich das schon mal gemacht habe, sondern weil auch da sich der Duft immer ein bisschen ändert und ich habe sehr, sehr viele Flanker, falls das jemand mal gesehen haben sollte, auf Instagram, plus alte Versionen von ganz früher noch. So, die werde ich mal den nächsten Video zu machen. Trotzdem ist der immer noch gut oder beziehungsweise sehr gut.
Infinity, du siehst gut aus. Vielen Dank. Da haben wir, wie gefällt dir Tom Ford Tobacco Oud? Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Warum fragst du, möchtest du den kaufen? Den haben sie gerade eingestellt. Da solltest du jetzt Gas geben. Ähm, Kennst du eventuell einen Duft, der von Anfang? Nein, wie gesagt, ich kenne, also bei Tobacco Oud, nee, weiß ich nicht. Nur das Original. Ja, das ist auch mal eine gute Frage. Weiß ich nicht, aber die Deos von Tom Ford, also weiß ich nicht. Sie sind ja sehr teuer. Also ich weiß nicht, ob man das machen muss und ob man Deos vor allen Dingen benutzen sollte von Tom Ford. Ich sage mal, nein. Ich würde das nicht machen. Ja. Hallo Dennis, hi. Ich alles hier wieder runtergerutscht. Ja, das ist schon. Ja, ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, Tobacco Oud ist einfach Tobacco Oud und sollte man das Original kaufen, weil er ist wirklich sehr, sehr nice und sehr geil. Okay, Moment mal. Und Jakob, du hast den aus Spanien gekauft, Flaconi. Ist der denn gut? Also viele, die jetzt gesagt haben, sagen, der hält nicht so lange wie der aus Frankreich. Ich weiß ja nicht, ob du den aus Frankreich kennst. Björn, moin. Was war dein erster Designerduft? Mein erster, Job Om und Laura Biagiotti. Laura Biagiotti. Umo heißt er, ne? Der für Mann. Aber der hier, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz. Und Sumatra Wayne, aber ich glaube, der war später. Für mich übrigens einer der besten Drogeriedüfte, Sumatra Wayne. Habe ich jetzt gehört, gibt es bei Eclat, die das nachmacht, weil es gibt ja Sumatra Wayne nicht mehr. Aber Eclat soll den haben und der soll auch gut sein. Aber das nur von Hören, ne? Alternative zur Dior Fahrenheit. Was heißt immer Alternative? Also wollt ihr nicht so viel Geld ausgeben für Fahrenheit? Also einen, der eh nicht riecht oder einfach nur der so. Also es gibt ja von Mercedes-Benz und das ist Mercedes-Benz, heißt der, glaube ich. Ich glaube Mercedes-Benz, der riecht ähnlich wie Fahrenheit, nur nicht ganz so stark. Oder beziehungsweise das Mercedes-Benz Intense, das ist noch eher dran an Fahrenheit. Hasa, nee, den kenne ich nicht. Was aber dürfte, keine Ahnung, nee, Mustang kenne ich nicht. Salah, was von welchen meinten? Hat zwei zurückgeschickt. Achso, du, ja. Mit welchem Duft, das ist ja mal eine Frage der Art da. Mit welchem Duft kann man so Logic B vergleichen? Ja. Mit keinem. Es sei denn, du findest, aber das ist dann auch ein Zoologic-Duft. Ich weiß nicht, also kennst du B? Das wäre ja die Frage, ob du den kennst. Also, wenn du den nicht kennst, dann, Mann, wie heißt der andere von Zoologic? Das ist nur die dunkle Biene dazu. Mann, Motte hier, Moth. Genau. Genau, so musst du das vorstellen. Nur, dass Bi einfach süß ist. Bi ist wie aus dem Honigwabe. Also richtig, ein richtiger geiler Honigduft. Muss man mögen. Werde ich jetzt auf jeden Fall zum Winter. Viele sagen, den kann man noch im Sommer tragen. Puh, bin ich nicht so der Meinung. Aber jetzt könnte man den tragen. Aber ein Vergleich, also Vergleich mit, also hier nicht Kilian und so ein Honigduft. Das kannst du nicht vergleichen, finde ich. Zoologic ist ja so ziemlich, ja, ihr kennt das ja, einzigartig, finde ich. Silver Mountain Water, meine Nummer eins. Okay. Nee, da war ich nicht so ein Fan von. Aber wenn du ihn magst, klar, cool. Also ich bin dann eher Virgin Island Water, glaube ich. Der ist gut, aber die heutige Version weiß ich auch nicht mehr. Moin, Acqua di Gio Profumo, immer, ja, der ist komplett geeignet, Moritz, finde ich. Das ganze Jahr
von morgens bis abends im Büro etc. überall. Jetzt ist das immer weggerutscht hier wieder. Jetzt kommt das wieder. Prada Luna Rossa Black. Ja, muss man aber nicht haben, finde ich. Das ist ja der mit Iris. Ne, wie ich schon immer in meinen Videos sagt, der Sport bleibt für mich, also von der Reihe jetzt. Nicht jetzt diesen Prada Lom und Prada Intense, die sind sehr, sehr gut. Aber von der Reihe da finde ich Prada Luna Rossa Sport am besten. Welcher Duft ist Aventus Oud? Ja, hier der von Hawaiian von Terenzi, oder wie der heißt. Der hat Oud drin und sonst der Rest ist Aventus. Job Om ist Liebe. Ja, Job Om, das riecht hier jetzt die ganze Zeit. Das ist wirklich geil. Das muss man, aber da muss man auch mit groß geworden sein, eventuell. Aber wundert mich, weil die heutzutage süße Düfte mögen, wäre der doch eigentlich wieder ganz weit oben, aber irgendwie nicht. Wahrscheinlich hat er dieses Duschgelartige eben nicht. Alternative zu Job Night Flight. Gibt es auch, finde ich nicht. Nur Job Night Flight riecht einfach, ich kenne keinen Duft, der ähnlich. Nee. Müsste ich jetzt so, das gibt es bestimmt, aber die habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber interessant, ja, interessant. Aber nee, ich glaube, Night Flight bleibt Night Flight irgendwie. Deswegen habe ich ihn auch noch. Aber ich benutze ihn sehr, sehr, sehr wenig. Ja, meine Parfümsammlung, ich weiß, ich wollte das, ja, ich werde sehen, wie das alles. Ich muss auch mal jetzt hier eure Parfümsammlung weitermachen. Ja, ich habe so viele andere Sachen noch nebenbei, deswegen ist das. Und ja, kommt alles, wie ich schon sage, es kommt immer alles, nur wann, ne, ist die Frage. Es wird aber kommen. Ja, Versace Eros, das Video wird erstmal, ich muss erstmal den Duft riechen, ich habe den noch nicht getestet, dann werde ich bestimmt auf jeden Fall was dazu sagen. Hast du den oder, weil ich habe gehört, er soll nicht so gut sein wie das Original. Deswegen hier, dieses Weggehen hier war YouTube über Handy. Ich antworte allgemein nicht so gerne über dieses Berufliche. Ich mach, ja, ich bin IT-Manager. So, das lassen wir so stehen. Und so, ja, also ja, IT-Manager auf jeden Fall. Das kann so, das hatte ich aber auch schon mal gesagt. TK-Foto, grüß dich. Moin zurück. Im Moment nicht, Jojo. Ich werde da alles mal drauf zurückkommen. Im Moment aber nicht, weil ich schaffe das sonst alles nicht. Das wird sonst zu viel. Ich mache so viele Sachen, es kommen so viele Sachen, meine Sachen. Ich bin dann überlegen oder ich bin immer im Kopf bin ich so immer überall und nirgendwo. Alles, was neu kommt, die Klamotten, die Masken, mein Hoodie. Ich werde sehen, was als nächstes kommt. Dann muss ich das hier machen, meine Ideen. Ich muss noch viele andere Proben. Ihr wisst gar nicht, wie viele Proben ich habe. Ich habe, glaube ich, 1000 Proben irgendwo rumliegen. Das ist alles hardcore-mäßig viel. Echt ein Hammer. Jetzt ist das hier gerade nach oben gerutscht. Moment. Wo bekomme ich den Pur Havan zu kaufen, Dork? Ist überall ausverkauft. Ja, äh, kann ich dir denn nicht sagen. Nur bei eBay, glaube ich. Aber eBay ist ja so ein Fall. Moment mal, ist das hier so weit? Also erstmal vielen Dank, Sailfish, für die 99 Cent. Vielen Dank. Das ist so weit runtergerutscht, Leute. Bin ich so weit zurück. Ihr schreibt so viel, was ich ja gut finde, aber ich komme da gar nicht hinterher. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen was überspringen. Boss Bottle Light, ja, ist gut. Nee, 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 Moment. Boss Bottle Light muss man nicht haben. Welcher Duft ist geeignet fürs Bett? Auch Job Om, mal auf die Schnelle. Und Prana Luna Rosa Sport. Wenn ich das jetzt hier schnell mache, weil sonst komme ich nicht hinterher. The One auch fürs Bett geeignet. Ja, so einige, ne? Kommt davon auf, was die Frau steht.
Xerjoff, aber purer Meinung, ob das Geld wert ist, ja. Xerjoff macht also geniale Düfte. Wirklich im Moment meine Nummer eins. Wenn das hier ein bisschen wackelt jetzt, ich muss hier schnell hochgehen. Safe, ich mache das jetzt so. Warum machst du dieses Mukbang-Zeug? So, das ist ja jetzt nochmal eine gute Frage, weil ich wollte da immer schon was zu sagen. Guck mal, ich mache das, ich gucke das nicht seit neuestem und erst jetzt, sondern auch vorher. Ich habe schon lange überlegt, auch bevor ich diesen Kanal gemacht habe, ob ich sowas mache oder kochen. Ich mache das einfach, obwohl ich keine Kochshows im Fernsehen zum Beispiel gucke ich nicht. Ich stehe da einfach, keine Ahnung, ich mache das einfach gern. Das ist für mich einfach auch ein Spaß. Entweder wert der Kanal was oder nicht, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich mache das einfach gern und ich habe einen Kumpel, der das auch gern macht. Und deswegen, ja, wir sappeln da so ein bisschen hin und her und dann die scharfen Nudeln etc. pp. Und weil ich ja auch hier die schärfsten Soßen mit der Welt zu Hause habe, ich fand das schon immer gut. Und deswegen dachte ich, ach, ich mache einfach mal einen Kanal, auch wenn das nebenbei noch mehr Arbeit ist. Aber ja, ob jetzt Leute den Daumen nach unten auf einmal gedrückt haben, gut, mir ist das egal und die Daumengeschichte, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Ich meine, wenn ich was nicht gut finde, dann drücke ich auch nicht die Daumen nach unten. Keine Ahnung. Ich meine, muss ja nicht jeder mögen, es soll auch nicht jeder mögen, um Gottes Willen. Es kann nicht jeder so eine, wenn man ein Essen sieht, muss man ja nicht mögen, genauso wie man vielleicht auch nicht das hier mögen muss, also wenn einer Düfte vorstellt. Aber heutzutage, ja, mir gefällt das einfach, mir macht das Spaß und ich mache das jetzt erstmal nebenbei. Und ja, für Leute, die das cool finden, sollten auch rüberkommen, warum auch nicht. Und für Leute, die das eben nicht gut finden, ist das in Ordnung. So, bevor ich das so weit ausschweife. Azare pur ist aber nicht süß. Wenn ich das jetzt mal so nebenbei mal so reinhaue, was ich jetzt so sehe. Rüdiger, meinst du, du machst das super. Meinst du hier oder meinst du mit meinem Mukbang-Kanal? Blue Jeans übrigens auch sehr gut. Ich muss das jetzt mal kurz schnell machen. Genau, TK. Wenn ich etwas nicht mag, schalte ich ab, aber warum Dislike? Ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen, aber ich will jetzt auch nicht so. Das liegt in der Natur. Die Deutschen, keine Ahnung, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich kenne das ja alles. Und ich kann ja auch irgendwann mal so eine große Geschichte, ein Video machen oder live vielleicht auch mal nur über das reden, was ein bisschen schwierig wird. Dafür muss ich immer so viel hier, mache das ja gern. Ähm, Ich habe schon vieles erlebt, sagen wir mal so, und hier und da und ja, kommen wir mal irgendwann zu. Leider ist das hier so das Problem, warum auch immer. Ich schalte auch meistens ab, ich gebe auch kein Dislike, aber ja. So, was hat dich der Vintage Job gekostet? Also den großen, das ist ja so ein Zoom meiner gewesen, ne, mein Alter. Aber sonst hatte ich noch einen oder der andere, ich habe ja drei, ich glaube 70 € oder 60 nur. Gut, top, weil ich weiß, diesen Duft hier gibt es jetzt für 20 schon. Oder ich habe die 200er noch. Ähm, aber 60 € für die Erstauflage, die wirklich, also 1A ist, die ich habe. Und gut, meine so und so, die ist so und so 1A. Also, aber immer wichtig, ganz wichtig, es gibt ja drei, inzwischen gibt es wahrscheinlich schon 8 Versionen, aber immer mit der Kornblume. Das ist die Original. Und natürlich von Lancaster und nicht von Cody, so wie hier. Aber ich mache noch mal ein Video dazu. Das wird demnächst noch mal kommen. Also nochmal, sorry, wenn ich hier nicht so hinterherkomme. Ihr schreibt richtig viel, finde ich cool. Aber, naja, ich kenne jemanden oder mein Kumpel kennt jemanden und deswegen konnten wir, und den kann ich jetzt nicht weitergeben, weil ich auch gar nicht weiß, wie der heißt, derjenige, der, und da kommen wir einfach an Sachen ran. Der hat früher einfach mal eine Parfümerie aufgekauft, weil die zugemacht hat und das war vor Jahren. Und dadurch, und da komme ich dann ran und ja, haben wir, mein Kumpel und ich, Glück, manchmal an sehr gute Düfte, alte, ob das jetzt was auch immer ist, ranzukommen. So, für alle, die ich jetzt nicht, weil es da oben so viel war, Flaconess sehe ich gerade, das Problem mit den Proben kenne ich ja. Wir haben so viele, ne?
Guck mal, wir sprechen ja auch hier, guck mal, das ist wie mit den Dislikes, ist auch das mit dem Geld geben hier. Erstmal, das muss keiner machen, aber deswegen auch vielen Dank, auch für die 99 Cent und nochmal, falls derjenige drin ist, vom letzten Chat für die 2 Euro. Das ist zum Beispiel auch nicht so selbstverständlich in Deutschland. In den USA ja, hier nicht. Es sei denn, du heißt Montana Black, das ist klar. Da gibt es das sogar hier, dass man 500 Euro, das ist Wahnsinn. Ich verfolge das ja. Monte ist ja auch cool, ist ja hier, kommt ja hier aus der Nähe von Hamburg. Und ja, wenn man so groß ist, ist das halt immer was anderes. Aber sonst ist das anders einfach. Es wird alles anders gehandhabt. Vieles wird anders hier gehandhabt als in Ausland. Das habe ich alles schon, auch wenn man redet über ganz andere Sachen und ähm, die sind ganz anders zum Beispiel. Was jetzt nicht unbedingt immer positiv, negativ ist, ne? Das ist immer anders. Aber da gibt es echt viel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit George Sarow spreche oder mit anderen, es ist einfach das Verständnis oder überhaupt ich glaube, wie soll ich das sagen? Es ist schwer zu erklären. Ganz schwer. Die sind einfach anders drauf. Erik, vielen Dank. Ehrenmann feiert dich. Vielen Dank. Schön ablässt da wieder, Bruder. Muss ich nur aufpassen, der Stream ist nicht auf 8 steht. Sag mal, wenn er umspringt oben. Hallo? Mann, 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 Mann. So, jetzt sag mal alle mal, die da sind, bitte, ob ihr mich hören könnt. Ich sag da gleich was zu. Mann, Mann, Mann. Könnt ihr schreiben? Ich will den nicht abbrechen, weil das wäre kacke. Läuft aber noch 69 Minuten. Könnt ihr mich hören? Wahrscheinlich seid ihr. Na gut, ich warte erstmal, Leute. Ich warte erstmal. Vielleicht gut, dass das YouTube so gemacht hat, nicht abgebrochen hat. Die meisten. Ich weiß nicht, ob ich hier quatschen soll, aber wer mich hört. Also, wenn ihr mich hören könnt, schreibt mal bitte. Vodafone. Ihr könnt mich hören. Komm gleich wieder. Ich sehe das nicht. Ich kann gerade nicht lesen, was ihr schreibt. Das ist großartig. Also wenn ihr mich hören könnt, ich sage jetzt mal eins, ich kann das jetzt nicht, im Moment kann ich nicht sehen, was ihr schreibt. Ich kann nur sagen, Vodafone hat gerade richtig, muss ich ja nicht zu sagen, Vodafone hat es ging auf einmal nichts mehr. Ah, warte mal da. Da kann ich euch wieder sehen. Ja. So. Früher cool, danke sag schon, an YouTube, dass das nicht abgebrochen wird. Ich bin der Meinung, es war mal so, dass das auch komplett neu gestartet werden muss. Das ist jetzt nicht der Fall. So, Vodafone, nee, ich sage einfach nur, das ist ein super Laden, ein großer Saftladen, mehr nicht, weil das Video ist hier nicht ab 18. Und ich könnte jetzt das ganz anders machen, aber dann wird mein Video nachher nicht mehr bearbeitet. Lassen wir das so mal so stehen. So, und jetzt muss ich aber erstmal mal was gucken, weil hier ist was passiert, weil ich hoffe, dass ich das alles noch sehen kann. Also heute ist er richtig geil, aber das ist eben live, komm, das hat auch was. Ihami, wenn ich das richtig ausspreche, 96, danke für die 3,49.
küsse deine Augen. Deswegen wollte ich gerade sagen, das wollte ich nämlich sehen, was da oben. Vielen Dank. Das muss ja natürlich auch erwähnt werden hier. Alles andere kann ich nicht mehr, ein Glück, dass ich das noch sehen kann, nicht mehr viel sehen, weil alles hier eben dank Vodafone abgebrochen ist. Vielen Dank aber, natürlich. Genau, ich höre euch auch, glaubt mal. Ja. Aber gut, dass ihr echt am Start seid hier gleich wieder. Das ist gut. Aber das ist eben live und das, ja, das passiert. Wer weiß, was noch heute so kommt. Vorhin einmal, Vodafone jetzt. Das ist auch gut. Was hältst du von, jetzt ist das wieder weg, Boucheron Japur Homme. Sehr, sehr geiler Duft für wenig Geld. Beide Versionen, Eau de Toilette und Eau de Parfüm. Oder wie ich es immer so schön sage, Parfum oder auch Montana Black, der das ja auch so gern sagt. Übrigens habe ich mir das nicht abgeguckt. Hier oben sprechen wir oft dieses Parfum. Viele haben mal geschrieben, oder einer hat mal geschrieben, ich habe das abgeguckt bei Monte. Nö. Für mich ist das Parfum. Sagt, man, hier redet man oben so irgendwie. Das ist Miami Vice. Eigenwerbung ist, glaube ich, verboten. Auf was ist das bezogen? Ach so, meinst du, dass das? Na. Also das andere Handy von mir ging nicht. Das war hier Vodafone. Also ich habe bei Vodafone, was die Geschwindigkeit angeht, nur am Anfang Probleme gehabt, aber seit Jahren läuft das gut. Aber eben war das Netz weg, weil unsere ganzen oder meine ganzen anderen Handys waren alle raus. Deswegen. Dein Ranking. Spice Bomb Extreme auf 1, The One auf 2, Stronger with You auf 3. Huawan, eBay. Du musst eBay gucken. Oder, ja, eBay ist das einzige. Amazon vielleicht nochmal. Weil sonst wird es sehr schwierig. Aber den gibt es doch noch, glaube ich. Manche Parfümerien haben den, glaube ich, auch noch. Aber ganz schwer. Musst du mal nett. Gib mal bei Google ein. Weil der ist, glaube ich, nicht vom Markt genommen worden. Ja, der ist nicht vom Markt. Saatche, Oud Noir, den meinte ich ja vorhin, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr guter Oud Wood Zwilling. Wirklich gut. Wer nicht so viel für Tom Ford ausgeben möchte, ist top. Okay. Ja, das passiert überall. Im Endeffekt, ich bin ja wieder hier und das ging und es ist nicht ganz abgebrochen, weil sonst wäre es richtig ätzend gewesen. Es läuft ja und ja. Tom Ford, Tabaco Oud oder Nexus? Nexus. Also Nexus ist für mich im Moment, also überhaupt, seitdem ich wirklich sehr, sehr geil. Oud Mineral oder Mandarin oder Amalfi. Oh, das kannst du aber nicht vergleichen. Das andere ist so ein wirklicher Strand-Sommerduft und der Mineral ist einfach, ja, so eher an der Ostsee, so dieses, ne? Ganz anderer salziger Duft. Ich habe noch Ultras fast voll. Ja, meiner ist auch noch gut voll. Aber Mandarin Amalfi ist wirklich aber ein guter Duft. Ja, wirklich gut. Kommen hier alles doppelt jetzt, die Fragen? Oder ich kann das, merke ich gerade. Miami Vice, ich sag dir dann Bescheid. Wird schwierig, aber ich sag Bescheid. Wie gesagt, ja, ich habe noch einen kleinen, muss man mal gucken, aber eigentlich will ich das ja. Ja, mal gucken wir mal. Okay, aber 50 Kilometer ist ja nicht viel. Das stimmt. Wo wohnst du denn? Ja, musst du hier nicht reinschreiben. Alles gut. Gelang, Lom, Ideal, Hyperkite.
6 Stunden. Bei mir jetzt, ne? Top 3 Job-Düfte. Das ist auch schwer. Also Job Om ist eigentlich Job Om ist auf 1, What About Adam ist auf 2 und Night Flight dann. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. So würde ich das lassen. Erstmal. Kann man die vergleichen, Nexo und Tabaco? Nein, überhaupt nicht. Komplett nicht. Also du musst das so vorstellen. Kennst du den von Terry Mugli, von dem wir hier auch reden, Pur Havan? Nexus ist einfach die Luxusvariante. Honig, Tabak. Und Tabaco ist einfach ein richtiger Tabakduft. So kalte, nicht kalte Asche, aber schon richtig, ja, ziemlich, ja, ein richtiger Tabakduft eben. Winterduft mit bester Haltbarkeit. Da gibt es viele. Also Wet Tobacco von Mancera sehr, sehr stark. Nexus von Church sehr stark. Ähm, ach, ähm, Andy Tower, wie heißt der? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Der Wüstenduft, sehr lange Haltbarkeit. Interlude Man, der blaue von Amorage, hammerstark. Aber eins trotzdem zu eBay und so, ich weiß gar nicht, ob man das hier mal, man muss mal sehen hier im Chat, ob man das alles, YouTube hat ja immer Richtlinien. Also, ich würde aufpassen, sagen wir mal so. Ne, bei eBay bitte aufpassen. Pokerface kenne ich nicht. Rasasi Havas ist sehr, sehr gut. Bester, wenn es fast besser oder eigentlich schon bessere Qualität als Invictus. Ja, das ist das Problem. Es gibt viel Fakes da, ja. Löwe ist mir auch bekannt, kenne ich, aber nur ein Duft, der war, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber welcher das war, weiß ich nicht. Jubilation findest du wirklich stark, Rüdiger? Also ich hatte den, ich fand den erstmal von Duft schon mal gar nicht gut. Und von der Haltbarkeit auch nicht so. Also Pegasus ist die Haltbarkeit auch sehr gut. Da bist du auch so bei 10 Stunden auf jeden Fall. Miami Vice, okay. Okay. Accento habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, den hatte ich getestet. Ich finde hier, glaube ich, sehr viele sehr, sehr gut von im Moment. Search of ist im Moment meine Nummer 1. Stronger with You Intensity ist sehr gut, ja. Finde ich, also wirklich gut. Sehr guter Mainstream-Duft. Was hältst du von Insurrections? Ja, gut. Nee, ach so, das ist der zweite. Nee, den kenne ich nicht. Ich kenne nur den Aventus Dupe. Ah ja, hier, Accueil du Dessert, meine Lieblingssprache Französisch. Also in der Sprache auf jeden Fall nicht. Ja, aber der ist auf jeden Fall sehr gut. Sehr gut. Acqua di Gio Profumo kannst du das ganze Jahr tragen. Komplett durch. Wirklich gut. Wie viele Parfüms habe ich eigentlich? 400 ungefähr. Müsste ungefähr 400. Also 400, ja, mit denen ich zusammenarbeite, kriege ich natürlich zugeschickt. Ähm, und ja, hier zum Beispiel, also, ne? Ich kriege die von George, habe ich auch zugeschickt bekommen. Wie gesagt, morgen kommt das Video zu diesen beiden Düften. 13 Uhr morgen stelle ich diese Flanker vor. Ja, George ist hier diesmal nicht drin. George war bei Instagram einmal in Livestream mit. Ja. Ist Notino vertrauenswürdig? Ja, Notino ist gut. Mal gucken, Notino muss ich auch noch mal, habe ich letztes schon, die haben mich auch angeschrieben. Notino ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Natürlich, ich kann ja nicht immer für alles sprechen, aber das, was ich da bis jetzt, und das war viel, war alles top.
Nein, ich mache den Marocain. Ich finde den ersten ähm, besser. Viele sagen den Marocain, aber ich finde den anderen besser. Naja, das nebenberuflich mache ich nichts. Ne. Wie gesagt, ich bin nochmal, also IT-Manager und das das ist eigentlich Haupt und das hier. TK, ja, ich weiß nicht. Ich kann dir das, also ich finde den Sport wirklich am besten. Also die anderen habe ich wieder weggegeben, aber das ist natürlich Geschmackssache, ne? Das weiß man nicht. Okay, mach die, den kenne ich gar nicht. Zeki, ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Wo soll man am besten Parfüm hinsprühen, damit es lange hält? Das ist ja eigentlich im Internet präsent, oder nicht? Wie man Parfüm aufträgt. Also Hals, ähm, man sagt auch hier an den Knie, das ist Quatsch, aber Blödsinn da unten. Also Hals, hinter den Ohren, dann natürlich an Arm und natürlich auch auf den Klamotten. Also nicht alles auf die Haut, wie ich das immer so schön sage. Interlude Man ist mega, ja, das ist stark, stark, stark. Search auf die Wood und Ambers, ja, sind sehr geile Düfte, geile Düfte. Absolut geile Düfte. Du hast heute ein Paket mit 3 neuen Düften bekommen. Nein, mit 2. Weil den anderen hatte ich ja. Den anderen hat, du meinst die hier nochmal jetzt, ne? Sarov Noir und Signature Royal von George Sarov. Morgen 13 Uhr nochmal. Erster Eindruck, habe das Video vorhin gemacht. Und ja, weil anders kriege ich das nicht hin. Morgen, deswegen jetzt gemacht. Morgen 13 Uhr. Und den anderen hatte ich ja schon, wo er rausgekommen ist, von George bekommen. Den habe ich ja zweimal. Ich kann das nur sagen, das ist so ein hammergeiler Duft. Also sowas gibt es im Moment echt wenig, wenig, ganz selten. Ja, stell mal den Wecker. Morgen 13 Uhr. Parfümzentrum übrigens auch zu empfehlen. Von preislich und auch so, ja. Boersti habe ich zweimal bestellt, ist in Ordnung, ja. Notino ist klar. Männlichster Duft ist schwer, aber für mich ist männlichster Duft einfach Chorus von Yves Saint Laurent. Wie viel Sprüher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im Winter so und so. Im Winter kannst du mehr machen. Mach, wie du, das ist eigentlich, Mann, irgendwas vorzuschreiben, wie viele das machen. Einfach machen, wie du das für richtig hältst. Natürlich vielleicht nicht von den stärksten, süßesten Duft. 30 Sprüher natürlich nicht oder die halbe Flasche, das wäre nicht so schön, aber 6, kommt auf an, sie draußen, was du machen möchtest. Ja. WWE-Fan, also ja, also ich habe dieses, wie heißt das, VIP-Ding da, also WWE, ich kann alles sehen, von früher, von 1985 bis, also ich bin schon, aber es ist ja ziemlich langweilig in der Corona-Zeit. Dafür gucke ich immer die alten Sachen, also schon cool, aber das muss man mögen. Das habe ich aber immer schon von klein auf an. Ja. Joe, ich habe dich erst entdeckt, super Kanal, vielen Dank. Übrigens, wenn ich jetzt nicht hinterherkomme, das ist jetzt alles schwierig, nachdem der Abbruch kurz war. Würdest du 85 € für Pur Havan ausgeben? Den Duft gibt es bei Real. Na, würde ich machen, ja. Wenn es den wirklich ganz schwer, diese ganzen, ich habe ja alle, auf jeden Fall. www.network.de. Ja, also
wie gesagt, ich hab das und es wäre cool. Andreas Kober, moin. Na, alles gut? Samuel ist, Samuel ist ganz schwer, aber, also, wie gesagt, aber so einfach bestellen, ich kann da nicht viel zu sagen, weil dafür mache ich das so selten. Ich glaube, das wissen bestimmt einige andere hier. Das ist doch gut, dass es dir gut geht. Läuft alles sonst? Was macht die Arbeit? Ja, der Armani ist Nude, Nude ist gut. Eigentlich wird er auch irgendwann noch mal, glaube ich, in meine Sammlung wandern. Also der gefällt mir wirklich. Der ist gut, aber ist immer so, ja. Wenn das nicht mal so weggehen würde hier. Guerlain, L'Homme Ideal, Azaro Wanted Night, Jean-Paul Gaultier Mal Parfüm, Yves Saint Laurent. Okay, gut. Azaro, was ist das wieder weg? Vielen Dank, Koba. Also oben natürlich, Guerlain, L'Homme Ideal, gut. Azaro Wanted Night, gut. Jean-Paul Gaultier Mal, ja gut. L'Homme, Yves Saint Laurent, L'Homme Intense. Ja, Silzander Sun, okay, gut. Aber die ersten vier auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sprühe auf Bart und Haare, weiß ich nicht. Bart würde ich nicht machen. Haare kannst du einmal durchlaufen, aber es machen ja eher Frauen, ne? Kommt davon, ob du lange Haare hast, dann du kannst es auch machen. Ziki Tusun, ich hoffe, dass ich spreche das richtig aus. Vielen Dank. Ja, das ist ja die türkische ich esse eigentlich, ich probiere alles. Deswegen mache ich ja auch meinen anderen Kanal, den Mukbang Dog Kanal, den ich jetzt habe. Ich mache das einfach gern. Ich teste so vieles aus dem Ausland auch und aus Amerika natürlich hier, so wie die süßen Sachen oder eben die schärfsten Soßen. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinzeigen darf. Lassen wir das lieber. Ähm, Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, ihr wisst das ja. Ja, das mache ich gern. Wenn ich nur einen hätte, oh, das ist im Moment wäre es wirklich Nexus von Searchoff. So, aber normalerweise habe ich noch Tobacco Vanille und Signature Pure Homme, also nicht die, da kann ich ja noch nichts zu sagen, also das Original von George Zaroff. Als nächstes Sucuk, ja, das könnte ich auch mal machen, das stimmt. Schön Sucuk-Pfanne mit Ei, ne? Kriege nur Hunger, ich muss schon so gleich noch was essen, ich habe das alles noch nicht geschafft. Ich wollte ja auch wieder nur kurz was machen. Ja, das klappt immer wieder beim Dog. Bester Aventus-Klon. Immer noch Supremacy Silver für mich persönlich. Ist der Profumo überflüssig, wenn man den Light Blue Intense hat? Nee, finde ich nicht. Profumo muss eine Sammlung, finde ich. Welches Soda? Meinst du Getränk? Also, ich habe hier, aber dann ist es wieder Werbung. Ich weiß nicht, Mirinda, kann man das sagen? Ich trinke Mirinda gern. Sitze heute in der Küche, ist auch mal ganz cool. Ist einfach easy als gute Kirschendüfte. Der beste Kirschenduft, oder es gibt bestimmt viele, ich kann ja nicht alle kennen, aber ist auf jeden Fall Lost Cherry von Tom Ford. So richtig Lübecker Marzipan mit Kirsche. Ja, Leute, ja, nochmal vielen Dank für die Leute, die auf jeden Fall auch, also erstmal vielen Dank an alle, die hier waren, sind noch. Und natürlich vielen Dank an die Leute, die für die Spenden, sehr vielen Dank. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Hatten wir ja letztens, da ist das ja abgebrochen. Nicht so selbstverständlich in Deutschland. Vielen Dank, ne, dafür, mehr kann ich nicht sagen. Ich werde jetzt mal sehen,
Was ich esse, genau, das ist die Frage. Dadurch, dass es jetzt auch schon wieder später ist, muss ich mal was bestellen, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Oh, Legende, vielen Dank, aber Legende schon. Oh. Ja, Flaconess, auch, achso, alle nochmal, wie gesagt, guckt bei Flaconess, auch für die Leute, die Damendüfte auch gerne wissen, bitte bei Flaconess vorbeischauen. Und ja, dir einen schönen Abend und euch allen auch. Und ich werde jetzt versuchen, das ist ganz wichtig, öfters live zu gehen. Klar, das muss immer passen. Genau, Zuzug. Nee, ich glaube, ich habe aber keine Zuzug hier, deswegen wird das nicht klappen, leider. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, diesmal wird es nicht so lange dauern wieder. Wie lange war ich jetzt nicht live? 2 Monate? Lange, ne? Ja, und genau, danke. Bitte bleibt auch gesund, haltet euch dran. Es kommt wieder so eine Predigt, will ich eigentlich gar nicht. Hier ist auch keine Predigt, ne? Aber es wird vielleicht bald ein Shutdown kommen, wieder ätzend, ätzend, ätzend. Und ja, ich schlafe auf der Couch dann, ja. Vielen Dank für die ganzen, ja, ne, Fates, danke, vielen Dank. Gott segne General, General Custer. Übrigens, der Film, das wird doch auch gesagt, in Zwei glorreicher Halunken, glaube ich. Ne? Sehr geiler Film. Gott segne General Custer. Ja, ja, das dazu. Und wir sehen uns. Und dann macht's gut und kommt ran. Kommt gut rein, wollte ich schon sagen. So ein Quatsch, kannst was sehen. Bleibt gesund, macht nicht so viel. Und wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Also, schönen Abend.